Also was ich jetzt hier vorstelle, sind alles meine eigene gekaufte Sachen. Also wir gehen das ganz kurz durch und kochen auch mal ein paar Eier ab. Das Teil hat 3 Jahre Garantie, könnt ihr hier sehen. Der Eierkocher ist aus Edelstahl für 7 Eier, verschiedene Härtegrade einstellbar, inklusive Messbecher, mit Einpick für Einzelpixe, mit praktischer Kabelaufwicklung. Das ist schon mal gut. Der hat auch 3 Jahre Garantie. Ja, dann packen wir das Teil doch mal aus. Gucken mal, was da alles dabei ist. Bedienungsanleitung, da ist ja schon alles drin, wie man das zusammenbaut. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Also hier haben wir das Netzkabel. Ist schön lang, das ist ungefähr 1,5. Steht ja drauf mit praktischer Kabelwicklung, aber was man darunter versteht, jedenfalls kann man das nicht da aufwickeln. Gucke ich jetzt mal, nee, da ist nichts für aufzuwickeln. So, noch ein ganz kleiner Putztipp. Das gibt dann immer so leichte Streife, da macht er einen Tropfen rein und putzt das mit dem ein bisschen durch. Kriegt er überall. Dann kochen wir jetzt mal ein paar Eier. Müsst das Teil natürlich vorher noch ein bisschen reinigen. So, dann haben wir ja hier einen Regler. Könnt ihr da einstellen, harte Eier, mittel, weich und ganz weich. Wir wollen aber dann so, was wollen wir haben? Hart, ne? Wir möchten hart haben, also heißt das, wir müssen auch den Messbecher bis oben hin voll machen. Hier ist der Aus- und Einschalter. Dann gehen wir hier, machen unseren Messbecher voll bis oben hin, das ist die Markierung 2. Das ist für harte Eier. Müsst ihr auch gucken, dass ihr eine gerade Unterfläche habt. Dann habt ihr ja hier so einen Messbecher dazu. Wenn ihr das auffüllt bis oben hin, habt ihr dann ganz harte Eier. Und wenn er dann weiter runter geht, dann weiche Eier und ganz weiche Eier. Also demnach, wie viel ihr hier reinfüllt, so bekommt ihr eure Härte von der Eier. Da unten ist ein Piekser. Da stecht ihr eure Eier an. Also ihr könnt jetzt 7 Eier da machen mit dem Teil. Die holen wir dann mal raus. Wir machen die mal da rein. Sieben. So. Wir wollen ja jetzt harte Eier, also gehen wir ganz rum und dann schalten wir das hier ein. So. Ja, und schon geht's los. So, also immer aufpassen, wenn ihr das reinigt. Netzstecker ziehen. Wenn die Eier fertig ist, hier aufmachen, nach oben holen. Der hat ja jetzt auch mal endlich ein paar Griffe. Also es wird jetzt so sein, wie gesagt, später beim Reinigen immer Netzstecker ziehen, nicht unter fließendes Wasser halten. Technische Daten 220 bis 240 Volt, 50 bis 60 MHz, Leistungsaufnahme 350 bis 400 Watt. Nur das ist eigentlich schon alles. Wenn es dann noch was gibt mit dem Gerät, sollte irgendwas nicht funktionieren, könnt ihr dann auch unter service@tucantec.de eine E-Mail schreiben oder es steht auch eine Telefonnummer dabei. Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufzeit. Ja, und das ist schon alles zu sagen zu diesem Gerät. Und wie ihr seht, das kocht schon schön. Die werden ja jetzt nur gegart durch diesen heißen Dampf. Und wie gesagt, da am besten nicht die Hand drüber halten, aufpassen wegen die Kinder, die verbrennt ihr euch sofort. Da ist diese Woche noch im Angebot, ich würde sagen für 8 Euro, kann man da überhaupt nichts falsch machen. Wichtig ist, dass ihr die Wassermenge vom Becher genau beachtet. Dann kommt es auch noch darauf an, ob das dann L und XL ist. Je nachdem. Die Eier direkt aus dem Kühlschrank brauchen länger, weil sie sehr kalt sind. Aber die Eier, die ihr vielleicht draußen liegen habt, die gehen halt schneller. Also Eier aus dem Kühlschrank plus 30 Sekunden, wo sie länger brauchen. Und Eier, die draußen liegen, minus 60 Sekunden. Das ist so die Zeit, was sie dann länger oder weniger brauchen. Es kommt jetzt drauf an, wie ihr die möchtet. Also weich 4 bis 5 Minuten. Mittel 6 bis 7 Minuten, das wäre dann cremig, und 8 Minuten, das wäre komplett fest. Also Messbecher weich, mittel und hart. Das Gerät schaltet ab, wenn das Wasser verdampft ist. Da müsst ihr dann aufpassen, wie viel Wasser ihr hier auch reinmacht. Hier ist hart, hier ist mittel und hier ist weich. Nachdem, dass das Gerät piepst, Eier kurz unter kaltes Wasser halten. Stoppt das Nachgaren und die Schale geht auch besser ab. So, die Eier sind jetzt okay. Piepston.
Es dauert ein bisschen. So, und dann müsst ihr das runterholen. Vorsicht, sind ganz heiß. Und mal kurz abkühlen lassen. Dann ziehen wir hier mal den Netzstecker raus. So, jetzt haben wir ja hier was Unschönes. Das ist jetzt schon nach dem ersten Kocher. Da gibt er hier mal so ein bisschen Flüssigkeit drauf. Ja, das kriegt er überall zu kaufen. Da könnt ihr das dann wieder picobello neu machen. Es geht sehr gut ab. Macht das jedes Mal, dann habt ihr immer ein neuer Eierkocher. Ein bisschen Nachwische. So, jetzt holen wir mal so ein Ei raus. Dann nehmt ihr am besten so ein geriffeltes Messer. Ich mache es jetzt mal so, dann kann man das aber auch schön wegschneiden. Ja, das geht beim geriffelten Messer, geht es wunderbar. Ja, ein bisschen Salz, ein bisschen Maggi drauf. Das kann man aber schon auslöffeln. Der Rieger. Dann gucken wir mal, wie das Ei geworden ist, ob es wirklich hart ist. Es ist hart, nicht zu hart, eigentlich perfekt. So, und jetzt gucken wir. Das ist ja das, was ich so hasse an den Eiern, wenn die Schale nicht abgeht. Jetzt gucken wir mal, ob die Schale gut abgeht. Also, die lässt sich gerade so, die geht gerade wie Butter runter. Und das liebe ich ja. Also, wirklich perfekt. Schaut euch das an. Hat sich abschälen gelassen wie Butter. Und dann habt ihr hier tolle Frühstückseier. Lasst mir ein Abo da, teilt es wo ihr könnt und tschüss.